Weiter geht's mit Tag 11. Wir sind 94 Kilometer gefahren, knapp 7 Stunden. Kleiner Hinweis darauf, dass der Tag noch einiges an fahrerischen Schwierigkeiten zu bieten hatte. Aber nicht nur das, das war dann auch der Tag, an dem wir unseren ersten wirklich wild lebenden Bären gesehen haben. Los ging es aber erstmal relativ kühl und mit Morgennebel und so weiter. Es hat dann später noch aufgeklärt. Und wir hatten eigentlich super Wetter. Nichtsdestotrotz war die Strecke relativ oft noch ziemlich feucht. Und ich habe auch einen neuen Kamerawinkel sozusagen ausprobiert. Ich hatte noch eine Halterung unten rechts am Motorschutzbügel. Und dann habe ich noch eine oben an der Gabel. Die probiere ich dann später auch noch aus. Die hier, ja, fand ich jetzt von der Perspektive her nicht so schlecht. Ton ist natürlich dementsprechend auch nicht gut, weil ich halt auch keine anderen externen Mikrofone und sowas verwendet habe. Nachteil bei der ist, sieht man nachher auch so ein bisschen, gerade wenn es feucht ist und schlammig ist, ja, man muss halt ständig nach der Kamera gucken, ob die Linse noch sauber ist. Und das Zweite, was mir dann auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Spaß genommen hat, ich kann die halt nicht einfach während der Fahrt an- und ausschalten. Ich hätte natürlich auch die Fernbedienung nehmen müssen, aber dann hätte ich auch wieder zwei Geräte jeweils laden müssen. Und ja, der Lenker von so einer Cross-Challenge oder X-Challenge ist halt jetzt auch nicht so breit, dass man da noch 50.000 Geräte anbringen kann. Und ja, so habe ich das hier halt mal probiert. Und beim Probieren ist es dann eigentlich auch geblieben. Ich glaube, ich habe die nach dem Tag auch nicht mehr unten angebracht. Zumindest nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte. Wir werden sehen. Klassisches Ritual, sobald wir den Straßenbelag von fest auf unbefestigt verlassen haben oder gewechselt haben. Kurzer Stopp, damit an der KTM dann die Anti-Schlupfregelung und das ABS ausgeschaltet werden konnte. Bei meiner Maschine, ja, was soll ich sagen, die hat weder das eine noch das andere. Also ich habe einen Tacho, einen Kilometerzähler und eine Uhr. Ich habe noch nicht mal einen Thermometer oder so. Aber egal, geht auch alles ohne. Fakt ist, für die Strecken jetzt hätte man noch sagen können, okay, kann man alles anlassen. Aber wie schon vorher gesagt, kommt man ja öfter mal um eine Kurve und sofort ist alles anders. Punkt 1 und Punkt 2 wird man ja auch gleich sehen. Manchmal ist auch auf solchen Strecken, die super zu fahren aussehen, wo man eigentlich weit gucken kann, die nächste Überraschung noch nicht mal um die Ecke, sondern einfach so am Straßenrand. Ja, jetzt kommt eine klassische Ortsdurchfahrt. Also auch das hier ist eine ganz normale, klassifizierte, mit Nummer versehenen und so weiter, ja, keine Ahnung, Landstraße, wie auch immer das dann bezeichnet wird. Rechts und links sieht man jetzt hier so ein paar Gehöfte, ein paar Häuser, schöne Straßenlaternen mit Solarpanel und so. Und ja, hatten wir relativ oft, gerade wenn es oben im Maramuresch-Bereich so an oder in die Wälder ging, dass dann halt einfach so Häuser aufgetaucht sind, ein paar Hunde, selten mal ein Laden oder eine Tankstelle, eigentlich gar nicht. Die waren wirklich nur da, wo dann halt auch Asphalt war und in größeren Ortschaften. Aber ansonsten sowas wie hier mal eben in einem Tal, ja, relativ oft. Und hier gab es dann meistens auch noch so schöne kleine ältere Häuschen. Also jetzt hier rein nicht, aber so grundsätzlich viel Forstwirtschaft und ansonsten viel nichts.
Das ist nun also eines der berühmten Schilder, oder berüchtigt, weshalb der TED Rumänien offline genommen worden ist. Sieht auch erstmal voll dramatisch aus. Da sind sämtliche motorbetriebenen Fahrzeuge durchgestrichen, Haufen Text links rot groß geschrieben, sieht man jetzt nicht ganz so deutlich. Wenn man sich aber rechts den Text mal durchliest und übersetzt, dann steht da eigentlich nichts anderes, als dass man da langfahren darf, aber eben nur auf den Wegen. Wenn man die Wege verlässt oder Schranken umfährt und so weiter und so fort, dann droht halt hier mordsmäßiges Bußgeld. Auch hier haben wir dann über Google und DeepL quasi ein Foto gemacht und das übersetzen lassen. Und hatten auch noch das Glück, dass so ein Vitara kam mit 3, 4 Dudes drin, die wir dann auch nochmal gefragt haben, ob man überhaupt langfahren darf. Die haben uns ein bisschen komisch angeguckt und gesagt, jo, hier fahren alle lang. Ja, so war es dann auch. Wir haben zwischendurch ab und zu mal wieder ein paar Autos gesehen. Pilzesammler oder was weiß ich, keine Ahnung. Und sind dann halt diesen Weg, dieses Tal hintergefahren. Und hat sich echt gelohnt. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich auch für hier eine Alternativstrecke ausgearbeitet. Aber auch hier wollten wir halt erstmal gucken, was jetzt nur mit den Schildern ist und was nicht. Das war bei dem, was im Internet abgebildet war. Also dieses Schild konnte man das nicht lesen, deshalb sind wir da hingefahren und zu unserem Glück ging's. Bis hierhin ging es wieder gut hoch, also einiges in Höhenmetern wieder gemacht und der Boden war sehr lehmig, die man vielleicht so ein bisschen am Untergrund sieht und vor allem auch an den Wolken. Hier muss es den Tag vorher und vermutlich auch die ganze Nacht richtig geschüttet haben. Erklären uns auch dann auch gleich noch die Österreicher, die wir da getroffen haben, von denen ich in der letzten Folge schon kurz berichtet habe. So dass wir da eigentlich relativ glücklich waren, dass wir natürlich nicht in den Regen reingekommen sind. Leider hatten wir halt das Pech, dass wir mit den Auswirkungen zu kämpfen hatten. Also vor allem Sven mit der Schwermaschine war ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr am Rutsch als ich. Aber ja, so richtig Spaß gemacht hat das dann nicht unbedingt, aber war eine Erfahrung und ja, Übung hat noch keinem geschadet und so sind wir dann da auch hoch. Wenn auch die eine oder andere Steigung tatsächlich mehr oder weniger nur mit Schwung ging. Aber irgendwie ging es halt trotzdem. Ab hier fuhr sich dann ungefähr so, als ob man, keine Ahnung, im Winter auf Schneematsch oder irgendwas unterwegs ist. Es war unglaublich rutschig. Also vor allem hier, wo die ganzen Pfützen waren und der Boden halt noch nass war. Dann kam mal wieder so ein bisschen Trockenstelle und dann ging es da hinten so in den Wald rein. Und da, wo halt der Schatten war, also ab hier quasi, das war eigentlich mehr Rutschen als alles andere und die Reifen waren gut zu, aber zum Glück nicht so, dass man halt gar nicht mehr fahren konnte, aber teilweise war es schon echt schwierig und dementsprechend sahen dann hinterher auch die Motorräder aus. Aber gut, nichts, was ein Hochdruckreiniger am Abend nicht lösen könnte.
Ja, das sind sie dann, die beiden Österreicher, die beiden Twitch-Dudes. Wir haben uns einfach nur kurz noch einen Wetterbericht abgeholt und einen Streckenbericht. Wetter wird besser, Strecke wird schlechter, aber was soll's. Wie sagt schon das alte Sprichwort, vorwärts immer, rückwärts nimmer oder so ähnlich. Keine Ahnung. Auch hier ging es mal wieder so richtig nach oben. Auf dem Video leider wie immer nicht zu sehen. Ähm, Das war dann immer so ein Wechsel, wenn es mal ein bisschen steiniger wurde, wurden die Reifen wieder ein bisschen frei, dann konnte man wieder einigermaßen fahren. Da war man oben und das ging wieder runter, das war wieder eben und alles war wieder nass, Reifen wieder dicht. Und dann war das mit der Geschwindigkeit und dem bequemen Vorwärtskommen auch nicht mehr so. Ja, und so hat sich das dann, ich weiß gar nicht, insgesamt glaube ich über eine Stunde hingezogen. Hoch, runter, Schlamm, Steine. Ähm, Im Trocknen kein Ding. Bei dem Wetter muss man echt ordentlich Zeit einplanen für das Stück. Ab hier sah es dann hart danach aus, dass der Schlamm vorbei ist und wir hier nicht nur so einen steinigen Untergrund haben, allerdings mit ziemlich groben, großen Steinen, sondern dass es halt auch wieder gleich bergan ging. Und ja, erst hatten wir ja gedacht, sollen wir uns das mit dem Schlamm weiter antun und haben auf GPS gecheckt, ob man das irgendwie umfahren kann, weil das einfach unheimlich viel Zeit gekostet hat und Kraft. Äh, War schlicht und ergreifend nicht möglich. Also wir hätten zumindest mal noch bis hier und noch ungefähr 1,5 Kilometer fahren müssen und da hätte man irgendwo abfahren können. Ja, dann haben wir halt das hier gesehen und haben uns gedacht, super, jetzt geht's hervorragend weiter. Relativ trocken und zumindest mal griffiger Untergrund. Allerdings ist das hier recht steil und wird auch noch steiler und auch noch ruppiger vom Untergrund, so dass wir sozusagen vom Regen in die drauf gekommen sind und ja, keine Chance, wir mussten halt durch. Haben wir dann auch gemacht ähm, und ist auch so ein bisschen die Erklärung, warum der ganze Tag mit relativ viel Fahrzeit und wenig Kilometern dann letztendlich sein Ende gefunden hat. Endlich oben angekommen, ging es dann wieder runter, zwangsläufig. Aber zumindest hat man eine super Aussicht, was die Strecke angeht. Ja, man sieht's. Es blieb steinig, es wurde auch wieder schlammiger. Irgendwann haben wir dann auch mal eine kurze Pause gemacht, was getrunken und so. Haben dann auch die Aussicht genossen und es gab wie immer obligatorische Bilder.
ab diesem Tag, also ab dem 11. Tag, haben wir dann auch immer öfter hier diese Hirtehunde gesehen, die, sobald die halt nicht irgendwo direkt in der Nähe vom Schäfer oder von irgendeinem Gehöft oder sowas waren, einen recht unentspannten Eindruck gemacht haben. Ich sag mal so, ich bin normal weitergefahren, also hier ohne Hupen, ohne alles und habe eigentlich jetzt nicht unbedingt Probleme damit gehabt. Äh, Sven hat mal irgendwann, wie soll ich sagen, einen Hund an der Wade hängen gehabt, hat zum Glück den Stiefel mehr oder weniger erwischt, nichtsdestotrotz blauer Fleck und Co. Und danach hat er versucht, mit mehr Gas geben und so, also quasi Krach machen, die Hunde auf Abstand zu halten. Ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, so richtig hundertprozentig funktioniert das auch nicht. Ja, letztendlich machen die ihren Job und witzigerweise, wenn man stehen bleibt und den Motor ausmacht, sind die eigentlich auch sofort gechillt. Man kann die streicheln, alles super, also zumindest der, bei dem ich das gemacht habe. Aber ja, sobald man fährt, ähm, haben die ein bisschen Stress, die Brudis. Nach gefühlt endlos Schlamm kam dann Schotter. Man konnte wieder ein bisschen Gas geben, wir sind vorwärts gekommen und dann haben wir das hier gesehen, nämlich parkende Autos und Asphalt. Haben uns schon gefreut. Wie das so ist, wir mussten natürlich links abbiegen und ja, Kurve, Schotter, schon wieder. Und dann kam das hier aus dem Wald geschossen. Das war also unser allererster wirklich wilder Bär, wenn auch nur ein kleiner. Wir werden später noch mehr Bären sehen. Dazu habe ich aber eine ganz, wie soll ich sagen, eindeutige und spezielle Meinung, die werde ich dann mitteilen, weil es soweit ist. Die Bilder kennen auch viele aus irgendwelchen Videos oder von Fotos. Bären, die irgendwo an der Straßenrand an der Seite rumgammeln. Ja, dazu äußere ich mich dann später. Gut, wir sind dann weitergefahren, haben echt gedacht, der Tag kann nicht besser werden. Der Weg war jetzt gar nicht mal so schlecht. Sollte natürlich nicht allzu lange so bleiben. Auch in Rumänien gibt es ja den Trend, dass man nicht unbedingt am Parkplatz hält, wo dann auch der Wanderparkplatz quasi ausgezeichnet ist, sondern mit dem Auto so weit in die Landschaft fährt, wie es irgend möglich ist. Prinzipiell wie hier erlaubt, auf den Wegen, ja.
Nichtsdestotrotz, wie man hier auch schon sieht, ja, ein Weg reicht halt nicht, werden 5 neue gebastelt. Für uns ging es dann den Berg hoch. Das ist ja auch wesentlich steiler, als das aussieht und vor allem massiv rutschig. Ähm, ja, ich habe vorher natürlich aufs GPS geguckt und gesehen, dass wir hier nicht so richtig eine Chance haben, das wirklich einfach zu umfahren. Wir hätten wirklich sehr viel Strecke verloren. Und so habe ich mich dann entschlossen, erstmal ein Stück vorzufahren, zu gucken, ob das funktioniert und dann halt Sven über Intercom zu sagen oder halt dann, wenn die Reichweite nicht reicht, nochmal zurück und ihn sozusagen nachzuholen. Um ehrlich zu sein, und ich hoffe mal, Sven guckt nicht bis hierher, sonst wird er vermutlich sauer, war das schon so, dass ich mir gedacht habe, schwierig für jemanden, der das erste Mal Gelände fährt. Also allein das hier schon, weil fast kein Grip da war, weil es unglaublich steil war, weil es überall diese Stöcke rumlagen und rutschig war und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du es mal so, wie beim letzten Offroad-Training, wo der Trainer dann einfach nur sagt, okay, ich sage jetzt nicht mehr zur Strecke, fahrt mir einfach nach. Das habe ich dann mit dem armen Sven auch gemacht. Auch in dem Wissen, dass wir auf der anderen Seite von dem Berg, an dem wir gleich noch richtig hochkraxeln müssen, auch wieder runter müssen. Und mir eigentlich klar war, dass Sven gar keinen Bock hat, hier nochmal runterzufahren, weil ich glaube, Bremsen ist ja auch fast unmöglich gewesen. Auf der anderen Seite geht es aber nichtsdestotrotz auch ordentlich steil runter. Kannte ich von Videos. Ich will nicht sagen, dass ich ihn ein bisschen verarscht habe, aber sagen wir, ich habe ihn zu seinem Glück gezwungen. Hier sieht man jetzt rechts unten auf der Wiese das Auto, an dem wir eben noch vorbeigefahren sind. Nur mal so, damit man ein kleines Gefühl bekommt, wie steil das hier war. Ja, ich kann mich nur wiederholen. Hut ab vor Sven, der hier tapfer mitgezogen hat. Und damit auch wirklich jeder glaubt, wie steil das hier ist und weil heute auch noch nicht passiert, habe ich dann natürlich auch mal noch so als kleinen Beweis mein Motorrad auf die Seite gelegt. Im Unfallbericht wird später stehen, zu wenig Gas gegeben, zu wenig Geschwindigkeit, linkes Bein zu kurz. Was soll man sagen? Passiert. Also Moped wieder hingestellt, bei der Gelegenheit gleich ein Stück zurückgefahren, weil das hier schon absehbar war, dass das Stück jetzt direkt vor dem Motorrad richtig zerfurcht ist und auch so steil hochgeht, dass man hinter diesen kleinen Kuppe hier noch nicht mal sieht, wie der Weg weitergeht. Und das sind gerade mal, keine Ahnung, 20 Meter gewesen. So hat das einen Anstieg gehabt. Ja, Motorrad zurückgeschoben und dann sind wir erstmal ein Stück vorgegangen, haben uns das Ganze angeguckt, um ja, festzustellen, eigentlich bleibt nur von da hinten, wo wir jetzt die Mopeds hinschieben, Schwung holen, Gas geben und durch. Ja, gesagt, getan. Und so blieb es dann im Prinzip bis ganz nach oben. Hier habe ich noch mal kurz angehalten, quasi auf Sven gewartet, um dann ja zusammen weiterzufahren. Und es kam wie immer Kurve, Blick auf den Weg und eigentlich nur noch Kopfschütteln und Vollgas und hoch. Mehr war nicht drin. Dadurch, dass der Weg so ausgewaschen war und man hier einfach gar keinen Grip gefunden hat und diese ganzen Knüppel noch rumlagen, musste man bei der Steigung einfach die ganze Zeit mit schleifender Kupplung und ordentlich Gas fahren. Ja, war eine ordentliche Herausforderung und wie steil das ist, sieht man gleich an den Dudes, die uns hier entgegenkommen. Die waren anscheinend oben an dem Kreuz. Und jetzt auf dem Rückweg, was die sich gedacht haben, möchte ich auch nicht wissen. Hier sieht man so ein bisschen, wie der hier sich da runterquält. Ja, hier fuhr sich dann ein bisschen besser und man hat dann auch das Ende gesehen im Prinzip schon, wusste, dass man gleich oben ist. Aus dem Weg wurde dann irgendwann die Wiese und dann standen wir auch schon vor dem Gipfelkreuz.
ab da vorne links, wo der Pfosten steht, ging es dann wieder runter. Sieht man auch schön im Hintergrund, da hört quasi einfach der Berg auf. Ähm, ja, ich habe dann erstmal versucht, mein Motorrad hier irgendwie hinzustellen. Wird man gleich furchtbar hören, wie ich versuche, den Seitenständer irgendwie in den Grund zu rammen, um mir das Ganze dann anzugucken. Ich war dann mit Sven vorne, habe ihm erklärt, wie er es machen soll. Es gab zwei richtig tiefe, ausgewaschene, aber sehr schmale Fahrspuren, so dass wir im Prinzip äh, Motor aus, Gang rein und dann einfach nur mit ab und zu mal ein bisschen Kupplung kommen lassen, geguckt haben, dass wir runterkommen. Ähm, ja, kann ich nur sagen, Hut ab Sven. Das ist jetzt die Kamera nach hinten gerichtet von mir und ich warte auf den Sven. Ähm, wie immer, sieht nicht steil aus, aber er hat es richtig in sich gehabt. Auch ich bin noch mal ungefähr bis zur Hälfte hoch, da war noch mal so ein kleiner Absatz, wo es noch mal ein bisschen kompliziert geworden ist, weil es danach noch mal ein kleines Stück richtig steil war. Da habe ich gedacht, gehst du mal hin, falls Sven irgendwie hängen bleibt oder so. Trotzdem es kühl war und wieder angefangen hat, so ein bisschen zu regnen, war es doch ein nicht ganz einfacher Weg bis da hoch. Just in dem Moment hat natürlich dann auch ein Hirte seine Kühe da vorbeigetrieben, also da, wo mein Motorrad schon unten stand. Und es war natürlich auch obligatorisch wieder die Hütehunde dabei. Relativ relaxed, aber die haben uns überhaupt gar nicht aus dem Auge gelassen und haben dann schön in Formationen dagelegen, haben sich auch erstmal nicht weiter bewegt, weil hinter den 4 Hunden ist noch eine Kuh mit einem Kalb und oben, wo der eine Hund ist, sieht man gleich noch, der ist quasi der Schließende von der ganzen Abteilung. Und erst als die Kuh und das Kalb sich weiter bewegt haben, hat der sich dann oben auch in Bewegung gesetzt. Und ja, war eigentlich ganz faszinierend. Also, sie haben genau gewusst, was sie machen. Und der Sven hier im Angesicht des Todes eiskalt auf dem Motorrad geblieben und hat sich das Schauspiel angeguckt. Und das, obwohl er schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ich mach's kurz aus, weil lohnt sich eh nicht. Also ja, es geht geradeaus weiter. Da, wo die Kühe herkommen. Und dann rechts, links. Da, wo diese eine Fangreihe ist. Da rüber, da rum und dann rüber. Bitte? Jetzt steht erstmal da rum. So hinten abgelegt. Und dann die Kühe. Ja, nach der kurzen motivierenden Ansprache und der Pause und einem Motivationskaugummi für den Sven, ging es dann weiter. Und zwar auf diesem Weg, der schön frisch von der gesamten Kuhherde einmal durchgetrampelt worden ist und natürlich auch, wie soll ich sagen, dekoriert wurde. Ja, die Reste haben wir dann irgendwann an allen möglichen Stellen auf den Motorrädern wiedergefunden. Fuhr sich jetzt auch nicht besonders schön, ging dann auch irgendwann nochmal runter. Und ja, ich würde sagen, wir springen gleich zum nächsten Highlight des Tages.
Nachdem wir also einen ganzen Haufen Höhenmeter wieder abgebaut haben und auf diesen vom Regen und durch die Kühe völlig aufgeweichten und unglaublich rutschigen Weg uns immer weiter runter ins Tal bewegt haben, hat sich dann auch schon das nächste kleine Highlight angekündigt. Diesmal war ich an der Reihe für Unterhaltung zu sorgen. Warum eigentlich? Ach, die Minuskuchen, verstehe. Das ist schon ein Schlamm. Okay. Hier weggerutscht. Hinten, ne? Ja, hier. Ah, fuck. Komm, das rüberschieben. Ja, ja. Ich glaube, es ist besser, wenn ich einfach in der Mitte durchfahre. Wollte ich gerade nicht, weil da dieses Gras wächst. Ja. Und ich mir gedacht habe, das wächst da, weil es da tiefer ist. Ja, warum fragen? Wer mag sie nicht? Den letzten Satz muss ich ein bisschen erklären, warum ich nicht links gefahren bin. Dieses Gras, was man hier so sieht, das ist, der eine oder andere kennt es vielleicht, der ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Natur unterwegs ist. Das so, sieht man ganz oft auf so Feuchtwiesen, also die wirklich 180.000 Jahre, Stunden im Tag, Quatsch, im Jahr unter Wasser stehen, mit so runden, richtig harten Stängeln. Und da das links gewachsen ist, Ich habe den Schlamm im Handschuh. da ist dann auf jeden Fall Ich habe den Schlamm im Handschuh. Also vermutlich auch mehr Schlamm. Bin dann rechts gefahren. Und ja, rechts war es dann doch schlammiger, als ich dachte. Und dann sieht man, hat man gesehen, dass ich ganz kurz angehalten habe. Und als ich wieder losgefahren bin, ist mir das Hinterrad von einem Stein oder so runtergerutscht, den ich natürlich nicht sehen konnte. Ich war mal wieder zu langsam und wollte mich links irgendwie abstützen und bin einfach links, ja, keine Ahnung, in 10 cm Schlamm eingesunken und habe dann in der Pfütze gelegen und festgestellt, dass ein Sommeranzug deshalb Sommeranzug heißt, weil der ganz viel Meshgewebe und Lüftungsöffnung hat. Nice, kommt, wenn man fährt, schön frische Luft rein. Schlecht, wenn man ins Wasser fällt, kommt ganz schön viel Wasser rein. Gut ist, dass die Kamera lief. So, Bestandsaufnahme, ich habe Wasser im Schuh. Moped läuft. Hammer ist dreckig, Handschuhe sind schlammig. Jetzt habe ich die Linse verschmiert. Naja, was soll's. Wir sind direkt unleidig. Und ich soll sagen, Sven ist unleidig. Richtig. Sven hat, nachdem er vom Hund gebissen worden ist, und sich über das Schienbein verkloppt hat. Ja, eigentlich war es ein kleiner Welpe. Sven hat nicht aufgepasst und hat ihn fast umgefahren. War so richtig, 40 Kilo Welpe. Genau. Kann auch 41 Kilo gewesen sein. Das sind die schlimmsten Welpen. Oh, Alter, die Handschuhe sind innen komplett schlamm. Ich hasse. Wichtig ist auch, dass du erwähnt, dass du fast vom Skandal gefressen worden bist, weil du als Teil fotografieren wolltest. Ja. Aber ich habe mich hochprofessionell verhalten. Ich habe einfach die Hunde wegignoriert. Nee, da, das Foto? Ja. Keine Zeit für Hundefrühstück. Keine Zeit für Tote oder schwere Verletzungen. Ich muss ein Foto machen. Ach, da guck mal. Wenn ich den Handschuh zusammendrücke, da kommt einfach nur braune Soße raus.
Achso, da machen sich Leute Sorgen, dass die Gruppe, die das dran hat, so viel Tiefen haben, da könnte ich ja irgendwas zusammen. Hier Luschen. Ich gerne mal mit in eine Runde fahren kommen. Dann zeige ich euch, wo Wasser sammelt. Also nicht, dass das professionell wäre, aber bitte. Bitte. Ich möchte diese allseits beliebte Frage stellen, wann sind wir da? Dauert doch lang, wann sind wir da? Krieg ich ein Eis? Wieso geht's denn da wieder hoch? Da soll es doch runtergehen. Da geht's ja gar nicht hoch. Da geht's runter. Hä? Ja, einen halben Meter geht's da hoch. Danach geht's runter. Da geht's dann wahrscheinlich einen halben Meter hoch. 4 Meter auf 1 Meter hoch. Also wir schlängeln uns jetzt. Bitte? Warte. Ich sehe mein GPS für meine Eingabe nicht mehr. Wenn ich nochmal hier durch so dieses. Warte. Leichte Gelände für. Das habe ich nie gesagt. Jeder kann da. Hab ich auch nicht. Kein Thema. Ich habe gesagt, es gibt Leute, die fahren das auf eine große Maschine. Ja, nach den auffordernden Worten sind wir dann weitergefahren, aber so richtig weit gekommen sind wir nicht. Und sofort kam der nächste Stopp. Wir mussten schauen, dass wir das, was wir auf dem GPS sehen, irgendwo im Gelände wiederfinden. Und vorsichtshalber auch mal den Weg vorher abgehen, weil man hier so ein bisschen an der Kante sieht, dass es da so in ca. 100 Metern richtig steil runter geht. Ja, da unten ist irgendwo auch Wasser. Das Problem ist, die da oben, rutschigen Weg, die führt auf den Grat lang. Also meine kriegen wir Und vielleicht die noch hier gedreht geht und rechts vielleicht vom noch Grat wieder runter. hoch zu Und zweit, da ist doch aber unten mit nichts mehr. dem Ich sehe da keine 250 Straße, gar Kilo nichts. Bomber KTM, ja, No. hatten wir keine Lust drauf und deshalb gehen wir noch mal gucken. Ja. Aber warte mal, dann machen wir das. Dann ist drin. Aber nicht zu schnell werden, ist ganz schön rutschig. Nicht zu schnell werden, ist ganz schön rutschig am Hinterrad auch. Aber ein bisschen Vorderradbremse, alles gut. Ja, man ahnt es, hier war es einfach nur gottlos steil und wahnsinnig schlammig, sodass wir hier im Prinzip auch nur geguckt haben, dass wir mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung ab und zu mal Kupplung kommen lassen. Einfach so versucht haben, irgendwie das Tempo rauszunehmen. Füße rechts und links neben dem Moped, möglichst auf dem Boden, weil wir ständig durch die Gegend gerutscht sind und die Kiste wieder abfangen mussten. Richtig anstrengend. Also auch nicht lustig und wir hatten gefühlt, nachdem es oben ja relativ kühl und windig war, hier unten, also weit über 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von, weiß ich nicht, 80% oder so, dadurch, dass es halt vorher so ewig geregnet hatte, war das alles völlig unangenehm. Und ihr habt es gehört, natürlich kommen wir auch wieder in die Nähe von Hunden. Eigentlich nicht schlecht, weil dieser Weg so ein bisschen aussah, als ob wir völlig nirgendwo gestrandet wären. Aber wenn da ein Hund rumgammelt, dann ist da entweder auch ein Hof oder ein Schäfer oder irgendwas anderes, weil frei laufende, also wilde Hunde haben wir fast gar nicht gesehen auf der ganzen Tour nicht. Und so haben wir uns dann wenigstens ein bisschen gefreut, dass es danach eigentlich nur besser werden kann.
Den Hund haben wir dann links liegen lassen und sind rechts abgebogen und wieder ging es hoch und war schlammig und rutschig. Irgendwie hat uns das den ganzen Tag verfolgt. Ja, hat sich halt alles gezogen wie Kaugummi. Irgendwann haben wir dann hier den Sattel erreicht. Ab da ging es dann wieder runter und zu unserem Glück wurde auch der Weg besser. Also es ist wieder so ein schottriger Untergrund gewesen, so dass wir da dann auch mal ein bisschen Gas geben konnten und auch wieder Strecke und Zeit gut gemacht haben sozusagen. Wurde auch Zeit, weil das war, ja, habe ich schon mehrfach gesagt, das war einfach nicht mehr schön. Also wenn es trocken ist, mag das alles ganz lustig sein. Aber wenn man den ganzen Tag bei so einer Hitze aus diesem Schlamm durch die Gegend rutscht, das ist schon echt anstrengend. Ja, nach Ewigkeiten auf diesem Schotter, der immer mal wieder von Schlamm unterbrochen wurde, weshalb man eigentlich auch nie so richtig Gas geben konnte, sind wir dann urplötzlich in der Ortschaft angekommen. Da hat dann auch wieder der Asphalt angefangen. Die Laune wurde besser und wir haben dann auch gleich erstmal ein bisschen Blödsinn gemacht, wie sich das so gehört. Der Ort ging einfach über Kilometer so weiter. Ähm, Rechts, links Häuser, einfach geradeaus, ab und zu mal ein bisschen Kurve und das war's. Es war noch nicht allzu spät an dem Tag, das Wetter war super. Nichtsdestotrotz haben wir schon so ordentlich, ja, wie soll ich sagen, Kräfte gelassen, dass wir zwischendurch kurz angehalten haben, geguckt haben und Sven den Antrag gestellt hat, in ein richtig ordentliches Hotel zu gehen, so mit Pool und Sauna und Gedöns. Also sind wir, ich glaube, so ungefähr 20, knapp 30 Kilometer vom TED weggefahren zu einem Hotel, das wir fix über Booking gebucht hatten. Haben da eingecheckt. Ja,
Klamotten hochgebracht, kurz in die Dusche gesprungen, haben uns den kleinen Pool angeschaut und dann beschlossen, na komm, lass uns doch in die Sauna gehen, die allerdings dann auch schon noch nicht mal eine Stunde später zugemacht hat. Pool auch. Und so war das ein relativ kurzer Abend und ja, ich habe noch ein bisschen Videos gesichert und danach sind wir eigentlich auch direkt eingepennt. Das Hotel selber war mal, glaube ich, so irgendwann zu sozialistischen Zeiten so ein richtiges Luxusding. Ist im schmalen Tal drin. Super Aussicht, sieht aus wie ein übergroßer Neubaublock. Zimmer waren in Ordnung. Die Kantine, ja, also Essen war in Ordnung, gab mehr als reichlich. Hat halt alles so ein bisschen noch so einen postsozialistischen Charme gehabt. Aber okay. Auf jeden Fall haben wir viel geschlafen, gut geschlafen und konnten dann den nächsten Tag super ausgeruht in die nächste Etappe starten. Und genau dazu würde ich mich freuen, euch wieder begrüßen zu können. Bis dahin, macht's gut, tschüss und wir sehen uns.